Stopp! Bevor ich euch begrüße, bitte schaut euch das Video komplett an und bitte macht ein Backup. Nein, für alle IO-Broker-Benutzer kein Backup mit dem IO-Broker der Influx-Datenbank oder generell nicht nur ein Backup der Influx-Datenbank machen, sondern macht ein komplettes Backup eurer SD-Karte oder eurer SSD. Für Proxmox-Benutzer, ihr erstellt bitte ein Backup eurer VM kurz bevor ihr loslegt oder eures LXC-Containers oder ein Snapshot oder was auch immer, aber unbedingt ein Backup erstellen. Wieso erzähle ich das? Das Problem ist, wenn ihr dieses Backup nicht erstellt und an eurem System rumgewurschtelt habt, sage ich mal, dann sind eure Daten, die ihr vielleicht in den letzten 1, 2, 3 Jahren gesammelt habt, sind vielleicht weg oder ihr könnt sie nur über einen umständlichen Weg wiederherstellen. Das heißt, ihr müsstet euer System neu installieren, müsstet alles neu machen und das dauert Ewigkeiten. Deswegen nehmt euch die Zeit, macht ein Backup, auch wenn es ein bisschen länger dauert, aber macht ein vollständiges Backup eurer SSD, SD oder was auch immer ihr verwendet. Und wichtig, schaut euch das Video einmal an, bevor ihr irgendetwas macht. Denn wie gesagt, wenn irgendetwas schief geht, sind eure Daten eventuell weg und ihr habt keinen Spaß an der ganzen Geschichte. So, jetzt aber los. Also, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal ADD Smart Home. Ja, der Titel sagt schon alles. Im Endeffekt geht es darum, von Influx 1.x auf Influx 2.x umzusteigen. Das heißt, von der alten Version auf die neue Version. Aber ganz wichtig, ihr könnt eure alten Diagramme behalten und was noch viel wichtiger ist, ihr könnt, obwohl ihr abgedatet habt, weitermachen in eurer alten Influx Query Sprache oder bin mir gar nicht sicher, wie heißt denn die, Influx QL oder irgendwie sowas. Also hier, ihr könnt weiter in Influx QL oder wie auch immer das heißt weiterarbeiten oder ihr steigt halt um auf Influx in der Flux-Sprache. Ihr könnt beides parallel betreiben. Ihr müsst euch also nicht umstellen, wenn ihr es nicht wollt. Euch bleiben im Endeffekt alle Wege offen und ihr seid auf der neuen Version. Ein Hinweis zu der Geschichte, ich habe mit Influx in der Version 1 nie irgendetwas zu tun gehabt. Ich habe den Raspberry Pi jetzt vor circa einem Monat oder ein bisschen länger her, habe ich den aufgesetzt, habe das Ganze jetzt laufen lassen, damit ich ein paar Daten zusammenbekomme und habe das jetzt getestet. Aber keine Garantie, dass ich vielleicht irgendetwas übersehen habe oder ähnliches, denn wie gesagt, mit Influx 1 hatte ich noch nie irgendetwas am Hut, habe es extra nur für euch jetzt hier mal getestet und da ein bisschen eingelesen. Zum Thema Einlesen, ja, an dieser Stelle möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei einem Zuschauer bedanken, der mir diese Installationsanleitung für dieses Video zur Verfügung gestellt hat. Er hat ein anderes Video von mir gesehen und stand dann vor der Entscheidung umzusteigen von Influx 1 auf Influx 2. Ich hatte noch kein Video veröffentlicht, hatte mich mit dem Thema auch noch nicht beschäftigt. Also hat er sich selber dran gemacht, hat da mit der Influx-Anleitung oder mit der Influx-Hilfe ein Upgrade gestartet. Und die Influx-Dokumentation ist auch nicht wirklich sehr hilfreich, was dieses Thema angeht. Es ist sehr kompliziert geschrieben. Zum einen, es gibt es nur auf Englisch. Und ja, selbst wenn man der englischen Sprache mächtig ist, ist die Dokumentation doch recht umständlich geschrieben. Und ja, man blickt da nicht immer durch, was damit gemeint ist. Also, vielen Dank an dieser Stelle nochmal an den Zuschauer bzw. an Olli. Du hast eine echt super Anleitung geschrieben, hat alles perfekt funktioniert. Leider kommt mein Video jetzt für dich ein bisschen zu spät, denn du hast dir schon die Mühe gemacht und hast die Diagramme umgestellt, alle auf Flux. Wie du jetzt siehst, beziehungsweise wie wir auch ein bisschen miteinander gesprochen haben, ging das Ganze auch ohne die Diagramme alle neu erstellen zu müssen. Also für all diejenigen, die das Video jetzt sehen, euch bleibt die Arbeit erspart und ihr müsst die Diagramme nicht neu erstellen, die Dashboards nicht neu erstellen. Ihr könnt alles dabei belassen und könnt beides, wie gesagt, parallel benutzen. Ganz wichtig, nochmal der Hinweis für alle Raspberry Pi Benutzer. Ihr braucht ein Raspberry Pi OS in der 64-Bit-Version. Mit der 32-Bit-Version funktioniert es nicht. Das heißt, für euch, ihr macht zuerst mal ein Backup eures Systems, macht dann ein Update auf die 64-Bit-Version von Raspberry Pi OS und dann startet ihr mit dem Upgrade von Version 1.x
8, glaube ich. Also getestet ist es mit der Version 1.8 auf Version 2.6. Grafana bleibt ja das gleiche, beziehungsweise wird dabei automatisch auch abgedatet. Also falls ihr einen Raspberry Pi habt, müsst ihr darauf achten, dass es sich um die 64-Bit-Version handelt. So, genug drum herum geredet, würde ich sagen, legen wir jetzt los. Falls euch das Thema interessiert, bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los und denkt dran, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video online ist. In diesem Sinne, nicht vergessen, hinterlasst auch einen Kommentar. In diesem Sinne, viel Spaß mit dem Video. Bis gleich. So, dann würde ich sagen, starten wir mal mit dem Ganzen. Als erstes müssen wir natürlich ein Backup machen, hatte ich glaube ich jetzt schon mehr als ausführlich erklärt. Ich verwende, um das Backup herzustellen, den Win32 Disk Imager. Falls ihr den auch verwendet und Google Drive aktiviert habt, dann müsst ihr Google Drive zuerst mal deaktivieren, damit der Win32 Imager überhaupt startet. Das ist nun mal so ein Tipp am Rande. Heißt, wir müssen zuerst mal unseren Raspberry Pi runterfahren, das heißt anmelden und das Ganze runterfahren. Der Befehl, falls ihr ihn nicht kennen solltet, was ich nicht glaube, heißt Shutdown. Oder noch besser sudo shutdown. So, nachdem das Ganze runtergefahren wurde, erstellen wir ein Image unserer SD-Karte oder unserer SSD. Das heißt, wir verwenden Win32 Disk Imager, gehen darauf, legen den Speicherort fest, vergeben einen Namen und sagen .img. Klicken auf Öffnen, dann wird das Ganze hier so angezeigt und dann sagen wir Lesen und dann wird von unserer Speicherkarte, das ist hier in meinem Fall der Datenträger F, klicken dann auf Lesen. Das Ganze dauert dann je nachdem, wie groß die Speicherkarte oder die SSD ist, irgendwas zwischen 5 Minuten und einer Stunde, 2 Stunden. Aber wie mehrfach erwähnt, macht es, geht auf Nummer sicher. So, das Backup wurde erfolgreich erstellt. Wir hoffen, dass wir es nicht brauchen, aber wenn ihr es braucht, ist es da. Und dann spielt ihr das ganz normal ein, indem ihr wieder hier euren Datenträger auswählt, hier das Image und dann sagt ihr Schreiben und dann wird das Backup zurück auf die Speicherkarte geschrieben. So, der Raspberry Pi ist wieder angeschlossen und sollte gebootet haben, also starten wir das Ganze nochmal. Und bevor wir überhaupt mit dem Update beginnen können, müssen wir zuerst mal rausfinden, ob wir eine 64-Bit-Version haben. Das machen wir mit dem folgenden Befehl. Und jetzt steht hier AARCH64. Das bedeutet, dass es sich um die 64-Bit-Version handelt. Falls es sich um eine 32-Bit-Version handelt, dann würde da irgendwas stehen mit 76 oder ähnliches. Bin mir gerade gar nicht sicher. Ich blende euch das mal ins Video ein. So, da ich die 64-Bit-Version habe, passt alles soweit. Und wir können mit dem Upgrade beginnen. Als erstes, wie immer, solltet ihr das System auf den neuesten Stand bringen. Das heißt, wir machen ein sudo apt update und sudo apt upgrade und warten, bis die Updates installiert wurden. So, nachdem die Updates eingespielt wurde und alles soweit funktioniert hat, können wir mit dem Upgrade beginnen. Als erstes müssen wir einen Benutzer erstellen, der die Rechte an der Datenbank hat, denn wir können den Standard-User Admin nicht mitnehmen und deswegen müssen wir zuerst mal einen neuen User erstellen. Das heißt, wir öffnen unser Influx oder unsere Influx, das Tool mit dem Befehl influx. Lassen uns zuallererst mal unsere alte Datenbank anzeigen, damit wir wissen, wie die heißt. Der Befehl dazu lautet Show Databases. Dann wird uns der Name angezeigt. In meinem Fall heißt der IO Broker YT2. Diese Information brauchen wir gleich noch. Als nächstes erstellen wir einen User. In meinem Fall heißt der User V1 und das dazugehörige Passwort lautet auch User V1. Hier könnt ihr natürlich eintragen, was ihr wollt. Ihr müsst nur darauf achten, dass ihr das konsequent dann weiterführt und den richtigen Namen später dann verwendet. Also wir erstellen den User, bestätigen das Ganze.
Dann übergeben wir ihm die passenden Berechtigungen für die Datenbank. Also wie gesagt, in meinem Fall heißt sie ja IO-Broker YT2. Das ist der Name, den wir hier oben herausgefunden haben. Den ersetzt ihr dann durch euren Datenbanknamen. Und hier tragt ihr dann den User ein, den ihr erstellt habt. In meinem Fall heißt der ja User V1. Bestätigen das Ganze wieder und können dann das Ganze verlassen mit dem Befehl Exit. Als nächstes stoppen wir den Influx-Service, das heißt Service. Kann sein, dass ihr hier mit sudo arbeiten müsstet, genau, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm, einfach Passwort eintragen. So, Datenbank wird gestoppt. Als nächstes müssen wir jetzt Influx in der Version 2 runterladen. Dafür gebt ihr einfach folgende Befehle ein, einfach Copy-Paste und dann wird das Ganze ausgeführt. Also als erstes holen wir uns einen Key. Da sollte es keine Fehlermeldung geben. Dann glaube ich, haben relativ viele Leute damit ein Problem. Ich vermute mal, das liegt in den allermeisten Fällen dadurch, dass das Ganze ja von irgendwo kopiert wird und dann die Formatierung nicht stimmte, so wie es jetzt in meinem Fall der Fall ist hier. Und zwar sollte das ein zusammenhängender Befehl sein, ohne irgendwelche neue Zeile. Und der sollte dann so aussehen wie hier. Das heißt, falls ihr die Befehle von mir kopieren solltet, übernehmen solltet, dann achtet darauf, dass das Ganze in einer Zeile steht, ohne irgendwelche Zeilenumbrüche, denn ansonsten gibt es Fehlermeldungen. So, wir bestätigen das Ganze und dann sollte auf jeden Fall diese Meldung so erscheinen, also dass alles okay ist. Als nächstes ändern wir die Source ab. Auch hier wieder darauf achten, dass das Ganze in einer Zeile steht. Im Normalfall mache ich so, dass ich mir die ganzen Befehle in einen Texteditor reinschreibe und dort gibt es halt keine Zeilenumbrüche und dann kann ich die einfach von dort übernehmen. So, bestätigen das Ganze, dann sollte als Ausgabe kommen, dass er Influx der Source List hinzugefügt haben sollte. Also die Antwort sollte so aussehen wie hier. Und zu guter Letzt müssen wir ein Update machen und Influx in Version 2 installieren. Wenn es in den Schritten vorher keine Fehler gab und das Ganze so aussieht wie hier, das heißt, ihr habt die Befehle in einer Zeile eingegeben, dann sollte auch die Installation ohne Probleme funktionieren und es sollte keine Fehlermeldungen geben. Diese Abfrage hier bestätigen wir mit Ja. Wunderbar, das hat funktioniert. Wir bekommen hier auch nochmal ein paar Informationen. Da könnt ihr auch nochmal nachgucken, wobei ich nicht ganz glücklich mit der Dokumentation dazu bin. Und deswegen haben vermutlich auch relativ viele Leute Probleme. Als erstes müssen wir das Upgrade starten. Um das Upgrade zu starten, geben wir folgenden Befehl hier ein. Und dann solltet ihr darauf achten, dass es hier keine Warnungen gibt, sondern alles nur Infos, so wie es hier auch aussieht, also Starting InfluxDB Upgrade und so weiter und so fort. Wie gesagt, hier sollten keine Warnungen vorhanden sein. So, als erstes müssen wir, wie in Influx in der Version 2 Standard ist, uns einen Usernamen überlegen. In meinem Fall sage ich Admin. Dann müssen wir ein Passwort vergeben, müssen es nochmal bestätigen. Als nächstes müssen wir einen Organisationsnamen vergeben. Ich entscheide mich hier ganz langweilig für my-org. Bestätige das Ganze und dann müssen wir einen Bucket-Namen vergeben. Ich sage hier IO-Broker 3. Bestätige das Ganze, dann werden wir noch gefragt, wie lange die Daten gespeichert werden sollen. Ich verwende hier 0, also sie sollen nicht automatisch gelöscht werden nach einer bestimmten Zeit. Bestätige das. Dann werden uns die Infos nochmal angezeigt, ob das alles korrekt ist. Bestätigen das wieder mit einem Y und Ja. Und dann werden wir gefragt, ob wir die Daten kopieren möchten. Auch das bestätigen wir mit einem Y. Und dann sollte das Ganze gleich fertig sein. So, wunderbar, das hat auch geklappt. Hier gibt es zwar eine Warnung, aber die ist zu vernachlässigen. Das bezieht sich auf diesen Admin-User, das ist nicht weiter tragisch. Das heißt, im Grunde hat das Upgrade auf Version 2 funktioniert. Es gab keine Fehlermeldungen und wir können den Service wieder starten. Das machen wir mit Service InfluxDB Start. Muss auch hier wahrscheinlich wieder das Passwort eingeben.
und dann sollte der Service starten. So, im Gegensatz zu der Version Influx 1 könnt ihr die Datenbank im Webbrowser öffnen. Dazu öffnet ihr einfach eure IP-Adresse eures Hosts, gefolgt von dem Port 8086 und dann sollte das Anmeldefenster kommen. So, öffnen das im Webbrowser. Wir melden uns an. Wir hatten ja den User Admin erstellt oder ich hatte den erstellt und hatte mein Passwort vergeben und melden uns an. So, das ist jetzt die Influx Startseite. So sieht das Ganze aus. Wir müssen hier jetzt ein paar Sachen überprüfen. Als erstes überprüfen wir, ob der Bucket vorhanden ist. Das ist der hier. Also der hieß ja früher IO-Broker YT2. Dem Ganzen wurde jetzt ein Auto-Gen, also Auto-Generated, hinzugefügt. So ist der neue Name. Überprüfen hier, dass die Policy auf Forever steht, also dass die Daten nicht gelöscht werden. Ich mache das jetzt so, dass ich den Datenbanknamen wieder zurückändere. Das heißt, ich sage hier einmal, dass die Daten nie gelöscht werden sollen. Sage hier Rename, bekomme jetzt hier nochmal eine Warnmeldung angezeigt. Ich sage, ich akzeptiere und ändere das wieder zu dem ursprünglichen Namen ab, also IO-Broker YT2. Bestätige das Ganze. Und das hier ist jetzt der Bucket, den wir vorher erstellt haben über die Konsole. Den können wir zuerst mal so lassen. Auch hier solltet ihr darauf achten, dass da Forever steht. Ansonsten passt das soweit. Als nächstes gehen wir hier auf die linke Seite in unseren Daten-Explorer und überprüfen, ob unsere Daten aus der Vergangenheit alle vorhanden sind. Das heißt, ich nehme hier einfach mal den Count YT Valued, lasse mir das Ganze anzeigen mit Submit. Und dann sehen wir, dass hier die Daten gelockt wurden. Also das sind die Daten der letzten 1 Stunde und der letzte Wert war jetzt hier um 9:21 Uhr. Jetzt ist es 9:34 Uhr. Es sind keine neuen Werte hinzugekommen, weil der IO-Broker in der Zwischenzeit ausgeschaltet war. Wir hatten ja das Backup gemacht und das Update und so weiter und so fort. Und aktuell kommen auch keine Daten rein, da wir ja noch ein paar Sachen im IO-Broker abändern müssen. Aber die Daten sind soweit da. Ich nehme mal einen anderen Wert, der ein bisschen länger zurückgeht. Sage hier Submit und ändere mal um auf die letzten 30 Tage. Und wie wir sehen, haben wir hier die Werte der letzten 30 Tage. So, das heißt, unsere Daten sind soweit da. Als nächstes benötigen wir noch einen Token für den IO-Broker. Dazu geht ihr auf dieses Pfeilsymbol nach oben, geht auf API Tokens und sagt Generate API Token. Das Problem ist, an diesen Token, der hier automatisch erstellt wurde, kommen wir nicht ran. Den kennen wir nicht, also müssen wir uns einen neuen erstellen. Im Normalfall geht ihr hin und sagt All Access API Token, aber in der Version 2.6.0, die gerade aktuell ist, funktioniert das leider nicht. Und zwar, ihr könnt zwar hier einen Namen vergeben, sagt Save, aber ihr bekommt eine Fehlermeldung, dass das Ganze nicht funktioniert. Das ist ein bekannter Bug, der ist seit ein paar Tagen, seit ein paar Wochen ist der vorhanden und den könnt ihr umgehen, indem ihr hier einen Custom API Token erstellt. Hier müsst ihr jetzt auf Folgendes achten. Ihr könnt hier All Buckets sagen und falls ihr Telegraph verwendet, könnt ihr das auch machen. Aber worauf ihr achten müsst, ihr könnt hier nicht All Other Resources auswählen. Denn wenn ihr das macht, dann funktioniert das Ganze nicht. Ich zeige es euch mal kurz. Und auch hier wieder die gleiche Fehlermeldung. Was ihr machen müsst, ihr könnt das hier alles aktiviert lassen, bis auf das hier, All Instance, das muss deaktiviert sein. Den Rest könnt ihr alles aktivieren. Ups, das hier oben natürlich nicht. Also alles bis auf dieses Instance. Da ich mir nicht sicher bin, welche Berechtigungen der IO-Broker genau braucht, habe ich es mir einfach gemacht und habe alles aktiviert, bis auf das hier. Und dann sollte ein Token erstellt werden, mit dem der IO-Broker dann auch arbeiten kann. So, wir nehmen diesen Token, wir kopieren ihn uns und speichern ihn irgendwo in einen Texteditor oder wo auch immer, denn diesen Token brauchen wir gleich noch. Token wurde erstellt. Wir können das Ganze hier auch nochmal umbenennen, hatte ich vergessen. Name spielt keine Rolle, aber so weiß man wenigstens, für was es ist.
So, als nächstes wechseln wir in Grafana, um das auch zu überprüfen, dass das Ganze läuft. Gucken uns das Diagramm an oder unsere Diagramme an. Ich habe hier jetzt 2 Demo-Diagramms erstellt. Und hier steht jetzt überall, dass es nicht funktioniert, aber das ist jetzt nicht weiter schlimm, denn wir müssen in Grafana natürlich auch ein bisschen was umstellen. Also gehen wir hier drauf auf dieses Symbol, gehen auf Data Sources, klicken auf unsere Data Source drauf und müssen jetzt hier diese Basic Authentication abändern. Hier kommt der User V1 rein und das dazugehörige Passwort. Das ist ja in meinem Fall auch User V1. Dann weiter runter die Datenbank auswählen, das passt soweit. Hier auch wieder User V1 eintragen und das Passwort, auch wieder User V1. Und hier als HTTP-Methode wählen wir Post aus. So, überprüfen das Ganze nochmal. Also den Datenbanknamen hatten wir geändert, hatten ihn wieder auf Standard gemacht. Das hier passt soweit. Query Language lassen wir auf Alt. Das Default lassen wir auch. Und dann versuchen wir unser Glück und sagen Save and Test. So, und jetzt wird uns gesagt, dass die Datenbank arbeitet und dass 57 Messwerte gefunden wurden. So, gehen wieder in unser Diagramm zurück, in Browse und hier auf unser Test-Dashboard und siehe da, die Werte sind da. Das Ganze funktioniert immer noch mit der alten Influx V1-Sprache. Wir gehen wieder raus. Die Werte sind wie gesagt alle da. Wir können es hier auch nochmal prüfen. Letzten 30 Tage. Alles da, wunderbar. So, was jetzt natürlich fehlt, sind die Werte der letzten paar Minuten. Wie ihr seht, ist das hier alles leer. Deswegen wechseln wir jetzt in unseren IO-Broker, gehen in unsere InfluxDB Datenbank rein, stellen hier um auf Version 2. Protokoll bleibt HTTP, Server bleibt der gleiche. Hier tragt ihr euren Organisationsnamen ein, den ihr vergeben habt, dann den Token, den ihr euch erstellt habt. Wählt hier den Datenbanknamen aus, lasst es bei dem alten Datenbanknamen, das heißt in meinem Fall war es ja YT2 und nicht die IO-Broker 3 Datenbank. Wir bleiben auf der alten Datenbank, sagen Verbindung testen. Verbindung wird uns als OK angezeigt und sagen dann Speichern und Schließen. Warten, dass das Ganze hier grün wird, das dauert einen kurzen Augenblick. So, wunderbar, das Ganze ist grün, wechseln wieder in Grafana rein und wir sehen hier, der erste Wert ist schon reingekommen. Also das ist der Wert, der aktuell reingekommen ist. Also die letzten 15 Minuten war nichts und hier ist jetzt aktuell ein Wert reingekommen. So, zweiter Wert ist auch drin, also das funktioniert. Wir warten hier einen kurzen Augenblick, beziehungsweise für euch vergehen jetzt nur ein paar Sekunden. Ich warte, dass ein paar Werte reinkommen, damit man einfach hier was sehen kann. So, es sind ein paar Werte reingekommen. Ich überprüfe nochmal die andere Datenbank. Auch hier Werte sind drin, aktuelle Verbrauch und so weiter passt. Das ist meine Datenbank. Diese sind alle erstellt mit der Influx 1 Version und können soweit so bleiben. So, als nächstes, wir möchten ja auch noch mit der neuen Flux-Sprache arbeiten. Deswegen gehen wir hier nochmal hin und sagen Data Source und erstellen eine neue Datenbank mit der Flux-Sprache. Das heißt, wir sagen hier Edit Data Source, wählen Influx aus, vergeben hier einen neuen Namen. Ich setze das hier auf Default, ändere die Query Language auf Flux, trage die IP-Adresse ein, gefolgt von dem Port. Mache hier dieses Basic Authentication raus, das brauchen wir nicht. Geben hier den Organisationsnamen ein, das war in meinem Fall MyOrg. Den Token, den wir vorhin erstellt haben. Dann das Bucket, in meinem Fall ist es ja IO-Broker, YT2. Achtet darauf, dass ihr jetzt hier nicht als Bucket das neu erstellte, also die Version 3. Ich hatte hier einen erstellt, der hieß 3. Den möchten wir nicht haben, sondern wir bleiben auf dem gleichen Bucket, wie wir jetzt schon sind. Das heißt, die alten Werte bleiben erhalten und die neuen Werte fließen mit dort ein. So, wir sagen hier Save and Test. Jetzt wurden hier 4 neue Buckets gefunden. Gehen wieder auf unser Dashboard und erstellen jetzt ein neues Diagramm. Also hier auf dieses Test-Dashboard.
sagen neues Diagramm erstellen, um das Ganze zu testen. Hier wird uns jetzt die Flux-Sprache angezeigt. Falls ihr nicht wisst, wie ihr an den Code kommt, guckt euch das erste Video an, beziehungsweise ihr könnt auch hier schnell auf Diagramme gehen. Wählt euer Bucket aus, wählt einen Datenpunkt aus, Valued sagt Submit und sagt hier Script Editor. Kopiert einfach das Ganze hier, fügt es hier ein und dann habt ihr die Werte in Grafana. So, ich sage einfach mal, das hier ist V2. Speichere das Ganze, also das hier ist in der neuen Flux-Sprache. Erstellen ein neues Diagramm, Edit New Panel. Wähle hier aber jetzt aus Influx in der normalen Version und kann dann hier ganz normal mit meinem altbekannten Sprache über diese Sprache hier arbeiten. Auch hier wieder Heizungspuffer oben. Beziehungsweise ich hatte nicht Heizungspuffer, sondern Speicher oben genannt, so das hier. Und sage hier Influx V1. So, und siehe da, ich habe jetzt zwei identische Diagramme. Die eine läuft mit Influx V1 und die andere läuft mit Influx V2. Das heißt, ihr habt all eure Daten behalten, ihr seid umgestiegen auf die Version 2, habt die Vorteile von Version 2, das heißt, ihr habt hier diesen Data Explorer und könnt die alten Diagramme erstellen und habt sogar die Wahl, ob ihr weitermacht in der alten Influx V1 Sprache oder ob ihr umsteigt auf die Influx V2 Sprache. So, da das Ganze bei mir nur zu Demo-Zwecken läuft, kann ich euch nicht sagen, ob es irgendwelche Nachteile gibt, dass ihr jetzt die Datenbank mit dem V1 und mit der V2 gleichzeitig befüllt. Aber soweit ich das bisher beobachten konnte, gibt es da keine Probleme. So, ich hoffe, ich konnte euch mit dem Video weiterhelfen. Würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. Und nicht vergessen, die kleine Glocke zu aktivieren, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video online ist. In diesem Sinne, viel Spaß mit Influx in Version 2. Bis zum nächsten Mal.